Schönen guten Abend, Herr Kissler. Schönen guten Abend. Widerspricht es nicht der Meinungsfreiheit, dieses Buch gleich auf den Index setzen zu lassen? Ich glaube nicht, dass das Buch wegen der Vorwürfe, die man gegen ihn erhebt, konkret den Vorwurf des Antisemitismus, auf dem Index landet, weil im klassischen Sinne Antisemitismus hier nicht vorliegt. Wir haben also keine Zerstörungsfantasien, es wird nicht zu Pogromen aufgerufen. Gleichwohl ist es, glaube ich, bitter nötig, dass wir eine Debatte führen, ob dieses Buch denn wirklich in Kinderhände gehört. Und dafür ist es ja geschrieben. Und dafür wäre meine klare Antwort nein, da gehört es nicht hinein. Warum darf man den Kindern so etwas nicht zumuten? Die Frage ist ja, an welchem Stadium man es macht. Es ist für 5- bis 8-jährige Kinder geschrieben. In diesem Zeitalter hat man auf keinen Fall das Differenzierungsvermögen so weit entwickelt, dass man zwischen der Religionskritik und dem Verächtlichmachen der Gläubigen unterscheiden könnte. Und es werden hier eben alle Gläubigen der 3 großen Weltreligionen verächtlich gemacht. Die Pointe lautet ja, wer Gott kennt, dem fehlt etwas. Und dabei tippt sich das Schweinchen an die Stirn. Das heißt, alle Gläubigen sind nicht ganz richtig im Oberstübchen, um es etwas platt zu übersetzen. Und das ist natürlich eine Aussage, mit der man es sich sehr schwer tut in sämtlichen Debatten, sei es mit Gläubigen verschiedenster Couleur. Aber warum darf man sich nicht lustig machen über eine Religion? Genauso indoktrinierend können ja auch religiöse Bücher sein. Religiöse Bücher können oder ich würde sagen konnten auch sehr indoktrinierend sein, teils aufgrund innerer Widerstände, sehr langsam, aber eben doch angegangen, haben die Kirchen ihre innere Aufklärung. Ich glaube, dass die atheistische Bewegung, die wir zurzeit beobachten, diese innere Aufklärung noch vor sich hat und sowohl Herr Dawkins als auch dieses Buch, das ja beworben wird als Dawkins for Kids, das indoktriniert viel stärker. Es geht also, wenn man so will, mit sehr, sehr schlechtem Beispiel voran. Aber Religionen haben, wie wir ja aus der Geschichte wissen, nicht wenig Leid über die Menschheit gebracht. Also ist es auch legitim, sie zu kritisieren. Es ist legitim, Religionen zu kritisieren, da haben Sie recht. Aber gerade jetzt, nachdem die Religionen sehr, sehr mühsam eine Aufklärung durchgemacht haben, erkannt haben, dass Antijudaismus beispielsweise und Christentum nicht zusammengehören, kommt von anderer, von neoatheistischer Ecke genau dieses trübe Wasser, dass man nämlich auf die Juden stark draufhaut, möchte ich mal formulieren, weil man eben mit dem Beginn des Judentums die Geburtsstunde des Bösen in der Welt sieht. Und das ist, glaube ich, eine These, die auf keinen Fall in Kinderzimmern ernsthaft diskutiert werden kann. Also dieser These haben die Autoren bisher in den Interviews eher widersprochen. Aber darf es nicht auch 2 Meinungen geben für Kinder? Sozusagen, es gibt die Religion und es gibt auch den Atheismus. Es gibt beides, das ist völlig richtig. Nur treten die Neo-Atheisten, ich habe das ja versucht deutlich zu machen in dem Buch Der aufgeklärte Gott, mit dem Anspruch an, gerade keine Indoktrination zu machen. Sie wollen gerade keine Religion sein, keine Weltanschauung. Indem ich aber den Großteil der Menschheit, der einem Glauben anhängt, latent zumindest dem Wahnsinnsverdacht aussetze, mache ich dieser an sich guten Sache, nämlich objektiv aufzuklären, einen Bärendienst. Herr Kissler, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen.